Hi, Bastian hier. Es gibt Diabolo-Tricks, die keine komplexe Knoten- oder Stabbewegung erfordern und dazu noch beeindruckend aussehen. Die große Sonne, der wir uns in diesem Video widmen, ist einer dieser Tricks. Du brauchst bei diesem nur deinen Körper etwas bewegen. Der Rest erledigt sich mehr oder weniger von allein. In 5 simplen Schwüngen zeige ich dir jetzt, wie die große Sonne funktioniert. Der Trick wird am Beispiel eines Rechtshänders durchgeführt. Als Linkshänder vertauschst du bei den nachfolgenden Schwüngen immer rechts und links miteinander. Vergewissere dich, dass du bei diesem Trick etwas mehr Geschwindigkeit für dein Diabolo mitbringst, da es zeitweise gegen seine Drehrichtung geschleudert wird und so mehr an Schwung verliert als bei anderen Tricks. Falls du hier noch nach einer geeigneten Methode zur Acceleration suchst, habe ich dir ein passendes Tutorial oben rechts verlinkt. Kommen wir nun zum ersten Schwung. Du schwingst dein Diabolo nach rechts, indem du mit deinen Stäben etwas ausholst. Grundsätzlich bewegst du deine Stäbe bei diesen sowie bei allen nachfolgenden Schwüngen so wenig wie möglich. Ebenso sollte deine Schnur bei allen Schwüngen stets gespannt sein. Nachdem das Diabolo eine komplette Umdrehung hingelegt hat, drehst du dich mit deinem Körper nach rechts und schwingst dein Diabolo anschließend in einem zweiten Schwung frontal von dir weg nach vorne. Die Achse zeigt dabei in deine Richtung. Nun drehst du deinen Körper nach einer ganzen Umdrehung des Diabolos wieder um 90 Grad nach rechts und schwingst es in einem dritten Schwung von dir aus gesehen links herum. Wieder wartest du eine ganze Umdrehung ab und drehst deinen Körper dann nach rechts, sodass du dein Diabolo in einem vierten Schwung erneut frontal von dir wegschwingst. Ist hier wieder ein kompletter Kreis abgeschlossen, drehst du deinen Körper ein letztes Mal nach rechts und schwingst dein Diabolo in einem 5. und letzten Schwung nach rechts. Ist letztlich ein ganzer Kreis vollendet, dürfte das Diabolo wieder ganz normal anzutreiben sein. Ist ein Knoten in deiner Schnur, dann vergewissere dich, dass du alle Schwünge korrekt durchgeführt hast. Mit ein bisschen Übung wirst du diesen Trick sicher beherrschen. Wenn du mit einem Freilauf-Diabolo spielst und diesem vor der Ausführung des Tricks genug Schwung gegeben hast, dann reicht die Geschwindigkeit, um gleich mehrere Sonnen hintereinander zu machen. Noch ein Tipp zum Schluss. Wichtig ist, dass ein kompletter Kreis des Diabolos nicht unbedingt vollendet sein muss, bis du dich drehst. Manchmal fängst du schon an, dich nach 3/4 des Kreises zu drehen. Manchmal drehst du dich erst, wenn bereits 1,5 Kreise vollendet sind. Pass die Drehung an deine individuelle Spielweise an. Hauptsache, das Diabolo bleibt gerade und verknotet sich nicht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal, dein Bastian.